wir können ja mal kurz, das Video dauert auch nicht so lange, nach Amerika gehen, nach Miami. Ja. Einer der Orte, wo man dich eigentlich auch antrifft, oder Herbert? Genau, normalerweise ja. Normalerweise. Aber spricht das Thema nicht an, das ist mir schon vermiest worden jetzt. Ja, das ist so. Wegen was? Ja, mit dem ganzen Einreise, Ausreise schlagen mich tot. Hä? So. Ich bin ja bald da ansässig, von ja, daher, ich weiß schon, falls du was brauchst in Amerika, sag mir einfach Bescheid. Ne? Aber was für Ein- und Ausreise ist doch kein Problem. Nein, ich weiß schon. Nein, jetzt schon, aber die letzte Zeit war es hart. Und dieses Jahr werde ich leider vom Geschäft in die Knie gezwungen. Echt? Also ja. Ich weiß immer, wenn ich anrufe... Also sprich den an, lass mal gut sein. Also aber das Thema ist familienintern nicht sehr positiv belegt. Miami? Nein, weil ich leide, dass ich nicht Oh Mann, Herbert, kannst du dir die Bilder überhaupt angucken jetzt? Ja, ich kann mir die angucken, aber ich muss es wirklich... Miami ist so dein Pflaster, ne? Ja. Mit der Richard Mille dann so hier, Dinge, neben den Kubanern und so, im Polohemd, ne, am Strand, kurze Hose. Ja. Das ist so deins. Wir gucken mal rein, was denn gerade in Miami so abgeht. Es geht um die Predictions von Watch Eric, was er denkt, was denn rauskommen würde. So it's that time of year again and everybody's sitting there waiting, wondering what will Rolex come out with next for 2022. Das ist auch jedes Jahr dasselbe Spiel, ne? Jedes Jahr die Leute predikten, kaufen. Ja, das ist Teil des Spiels. Das ist Teil des Spiels, klar. Wann ist denn eigentlich die offizielle, oder wann erwartet man ein offizielles Statement? Ich glaube jetzt Ende des Monats. Ich glaube Ende des Monats. And here we are. Everybody's sitting there waiting, wondering what's gonna happen. Yes, we already got the news that Patek made some moves within the Nautilus lineups. Jetzt mal kurz. Ich meine, du hast mir gerade bevor wir angefangen haben, du hast mir gesagt, du weißt schon, was jetzt mit Nautilus passiert. Nee, ich weiß, ich habe das gelesen. Was? Ja, dass angeblich ein neues, also ein Nachfolger kommt. Das stand fest, also, ja. Und dass es wohl erstmal keine Stahl gibt, dafür aber Titan-Variante. Das Datum wegfällt, also nur mehr 3 Zeiger ohne Datum. Kann nicht schlecht. Und aber so sonst optisch sah die ungefähr gleich aus. Also ich meine, es ist ja alles so Spekulationsgeschichten auch. Ne? Das sind ja alles so, ich habe gehört und so weiter, aber es sind schon Quellen, die schon ziemlich nah dran sind, wo man sagen würde, es müsste schon passabel sein. Und es wäre das erste Mal, dass Patek eine Titanuhr macht. Das wird eine große Sache, ja. Aber man sieht, dass es erstmal kein Stahl geplant ist. Ich glaube, dass sie halt von diesem Stahlthema ein bisschen weg wollen. Ne? Also vielleicht nicht generell, aber so tendenziell, also weil das Titan ist auch teurer, kann man teurer verkaufen. Genau. AP just launched a bunch of new Royal Oaks, which were actually pretty nice if you ask me, but then again, how can you mess up already such a proven design, Agenta design, that is proven to be excellent in the market? Ich habe mich vertan mit den APs. Ich meinte, die hatten das AP-Logo, ich glaube, auf 12 Uhr gesetzt, nicht. To be excellent in the market, I mean, just change a couple dial variations, play with the whole complications, voila, badass watches. AP lineup was stunning. But I guess the one that everybody really wants to know is, what is Rolex going to do next this year for 2022? We already saw a little lineup that could possibly be rumored. I don't know, maybe it's just what somebody really wants to see. We saw a lineup of some watches that, in my opinion, are still speculations because the way that Rolex operates, if this leaked out so early in advance, I mean, damn, somebody dropped the ball. So I want to go. Das habe ich auch gesehen. Das liegt nahe. Ja, aber auf dem Jubilee, sagst du? Meinst du? Also ich meine, ich finde ja die ganze GMT auf dem Jubilee eine Fehlkonstruktion. Ja, alle wollen sie. Ja, wieso? Also wenn du mich fragst, Oyster ist männlicher. Ja klar, das ist eine Fehlkonstruktion. Also das ist ja auch, wenn du die trägst, ist ja auch der Klumpen, der da oben ist, passt ja nicht zum Rest. Das ist ja das Thema. Also das Jubilee per se will ich nicht verteufeln. Aber der Klumpen von GMT, der ja inzwischen ein Klumpen geworden ist, ist ja nicht mehr wie die alten GMT, der ist für das Jubilee einfach zu massiv. Da sagt man, okay, der hat kein Geld gehabt, das müssen das Band darauf machen. Also ich sehe es genauso wie du, aber ja, manche... Aber gut, aber natürlich die schwarze ist schon, ich finde es immer noch, die schwarze ist halt die universellste Variante. Ja, aber ich finde dann kauft es ab. Also natürlich, klar, die Komplikation irgendwie, aber es würde Sinn machen, dass sie rausbringen. Also aber Coke würde ich mir eher wünschen. Coke fände ich super. Ja.
over first those models that have been going all around social Wenn media. die das machen, also wenn die das machen, das wäre wirklich sehr unfair. Also hier mit dem grünen Ziffernblatt, das sollte für immer eingestellt bleiben in der alten. Das wäre so traurig, wenn die das machen, das würden die auch nicht machen. Die andere ist ja erst seit mehr als einem Jahr. Das ist auch zu nahe, das macht ja keinen Sinn. Nee, das wird nicht also passieren. die ist jetzt die schwarze, GMT macht schon Sinn. Und von mir aus auch, weil davor die blaue, die goldene. Goldene, was sind. Aber die jetzt das ist ja zu viel, ist die eine grüne, die andere grüne, da müssten sie die andere grüne wieder einstellen. Also, Media, which are speculative leaks. Kann sein. One is going to be the 41 millimeter. Das ist nur ein Ziffernblatt. Ich meine, das ist, ja. ist halt ja, die haben ja eh so viele Varianten von Ziffernplatten da. Okay, das ist für die relativ simpel, da noch ein weiteres Ziffernblatt reinzubringen. Ja. Hulk. I mean, if they did come out with that, I guess, is it necessary? No, but then again, that's what I've been saying already for quite some time, you know. I don't think all these releases every year are necessarily necessary. Das wird nicht passieren. Next is going to be a black ceramic GMT with the Jubilee bracelet. I mean, guys, if they come up with this, I'm going to throw up. No, I like the watch, don't get me wrong. I think it would be pretty cool. It's just the idea of let's just slap Jubilee on everything across the board. It's just a little Aber bit das trifft jetzt ziemlich gut. Einfach an alle Uhren Jubilee machen. Ja, machen wir dann noch an die Daytona auch noch Jubilee. Ja, die Daytona auch. Ja. repulsive at this point. I mean, can you guys just reserve a little bit? Reserve a little bit of the market for somebody else or for the future, perhaps? I mean, at this point, what you need to give us is a GMT in yellow gold with Jubilee. Stark. That's Die what we alte. need. Stark. Heck, we'll even take it in rose. But I think yellow would be the ideal play. To add to that, next they had a picture of a blue dial rose gold Submariner. Just like this, just rose with a blue dial. In theory, Schön. it'd be great. Macht Sinn. Talked about that, I think, maybe 3 years ago. I said, you know, why can't we get Daytona a mit rose Jubilee. gold Submariner with a blue dial? That would be actually a very nice combination. I would like that watch, and I think Diese Dinge in Gelbgold gibt es, die ja, das sagt man aber ja. Mit blauen Dingen. Genau. Das wäre jetzt ein Roségold, ja. blessed us with that, it would make me happy. Although that would be pretty nice and I would be happy, again, it's starting to make me feel a little bit antsy about all these releases. Like, why? Why more? Why do we need more? Why can't we just leave things exactly the way they are, at least for right now? The next rumored concept that really actually got my attention out of all of them was a new stainless steel Daytona with a steel bezel. What it would have would be an Genau, updated das steel. habe ich auch gesehen. Das wird niemals passieren. Was soll das sonst sein? Also Rolex ist immer über technische Innovationen gegangen und eine Steel Bezel wäre ja ein Das Rückschritt ist ja eigentlich im Prinzip das Problem auch von der Daytona. gewesen, dass sie zerkratzt war. Ja, und dass du, wenn du sie schleifst, dann hast du irgendwann keine Nummer mehr drauf. Genau, die Emaille ist immer beim Polieren halt abgegangen. Man konnte es sehr schlecht aufarbeiten. Das wieder drauf zu machen, ist sehr kompliziert. Und darum jetzt so Thema Gelbgold, darum ist auch die Gelbgoldene so teuer geworden. Gelbgold, voll Gelbgold wird sich verabschieden. Sowas wird es nicht mehr geben. Da wird überall eine Keramiklünette draufkommen. That's got the triangle markers instead of the traditional older dots from the 116520. I mean, I kind of like it, you know? I don't mind that the ceramic bezel was actually not so long of a run because back in the day with the previous vintage Daytonas, the black insert one didn't go out for that long. So it would be pretty cool that they just had it for a short run, back to the look of the steel on steel, which I, for one, actually do enjoy. I feel lately Mir that I gefällt die enjoy alte the auch besser. 116520. Ich sag mal so, das ist jetzt auch ein Modell, wo ich 100% hinterstehe, die nach wie vor viel zu günstig ist. Wir haben auch zwei Modelle, einer in einem exzellenten Zustand, einer ist in einem getragenen, aber auch sehr guten Zustand. Die eine liegt bei 29.000 Euro, die andere liegt bei 31.000 Euro. Das sind Uhren, wenn eine aktuelle 45.000 Euro kostet, das sind Uhren, die man jetzt kaufen muss. Zero so much. It'd be nice to have a brand new version of it. And who knows what the heck would happen to the market of the ceramic bezel, being that right now they're almost at 50K. I mean, did anybody get that memo? It's insane. One of my favorite of these rumored speculative leaks is the Day-Date 40 rose gold with the blue dial. I think that right there would be one of the nicest combinations ever. I'm serious. That watch would totally kill it in the market. The only problem is, one, you wouldn't be able to get it,
And two, they'd be way too expensive. But let's face it, how do you go wrong with that combination? I mean, whoever drew that up on Photoshop did it really nice. I mean, it even looks exactly, you know, they posted it up looking like it's from the website of Rolex. I like that. I think if we did get that one, I'll take that one over all of them. Give us nothing, but give us that one. Weißt du, wo das ist? Kennst du das, oder? Spul weiter. Okay. So now to cover what I predict, and guys, these are predictions, you know. If I could tell the future, I wouldn't be here. Trust me, I'd be in Wall Street doing something else. I'd be the guy buying that $6 million Tiffany just to blow everybody's mind in the watch market and screw with everybody's head. If I could predict the future, I wouldn't be here. But what do I think it should be? Well, I think I already kind of lost hope for the Coca-Cola bezel in the GMT. I think that's something that we're just not going to get. Ja. Aber ich muss auch sagen, mit dieser Oyster, das wirkt wirklich männlicher. Mir gefällt auch die Pepsi besser am Oysterband. We did right now, it'd almost be too many variations ever since they introduced the Batman. I think it'd just be a little bit too colorful. I don't know, almost going into like one of these cheaper brands that have all the colors you want for their sport model that's iconic. So I think I already lost hope on that. One of the things that I would like to see, and this isn't a prediction, this is just something I would like to see. I wouldn't mind a yellow gold Hulk, you know. Forget about the 41 millimeter steel Hulk. Who needs that? Let the Hulk be what it's supposed to be. I don't understand how these anniversary models are reintroduced. What's the point of that? But I could go for a yellow gold green Hulk. Or you know what else? Maybe a platinum Submariner. Wow. Sure, it'd be bulky and would weigh like hell, but hey, can't be worse than an AP brick, I tell you that much. That's something that I would see. But most important, what I think would happen this year, or maybe what I would want to happen, is maybe they shouldn't come out with anything. I think ideally that would be the best play, is just leave things exactly the way they are. Sure, I would like that yellow gold Hulk. And of course, that blue Dow Day-Date would be banging right here on my wrist. But I think what they should do is just leave it as is. Why do we have to sit there and every single year have to come up with these new models and these new models? It's like, would people not buy from the brand if they didn't come out with new models this year? Of course they would. I feel like we haven't even gotten over the release. Also es ist nicht nur, wegen Geschäft müssen sie es nicht machen, weil ich meine, die kriegen ja nicht so viel Uhren hin, wie die Nachfrage ist. Das heißt also, die müssten jetzt gar nichts machen. Die müssten einfach nur die Uhren liefern, die sie haben, würde jeder zufrieden sein. Aber es ist halt klar, wenn du jetzt als Brand rauskommst und sagst, wir haben gar keine Neuheiten, das sind die anderen, was ist los? Ah, okay, die andere, ja klar, ja, in dem gesamten Konstrukt. Genau, es ist halt so, alle bringen irgendwelche Neuheiten und zu sagen, Rolex macht keine Neuheiten, ist halt schon, da fragen wir, warum, wieso. Ja. Also nicht, dass sie müssen, aber die werden was bringen, vielleicht auch nur Kleinigkeiten, vielleicht auch irgendwelche stupiden Dinge, ich weiß nicht, vielleicht machen sie ein Remake von der Cellini oder sowas. Ne? Kann auch, ja, ist so. Aber dass die gar nichts bringen, Zero, das glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Releases from last year. What's the need for more? I wouldn't mind if they discontinued a couple models. That way maybe to make room for the new ones next year. Yes, the John Mayer Daytona gets discontinued. Das zum Beispiel, diese Uhr hier, das wird es nicht mehr weiterhin geben. Das ist ja so anfällig mit dem Gold und sowas. Das macht keinen Sinn mehr. Das sehen wir auch schon im Markt. Da wird es nichts mehr geben. Prices are gonna go crazy. Some of you guys at home that are sitting there just wanting to hate are gonna say that perhaps that's what I want because I want the market to go up. And as a flipper, look guys, I made the same amount of money when I used to be able to sell you a watch fully stickered with a blank card under retail. I sell stuff at market price. It comes off the boat, I put it on the scale, I sell it at market price. There's no difference. But it wouldn't be bad if maybe we just got rid of a couple models before we came in with some new ones. One of the things that I like about Patek is that's how they do it. They discontinue first, then they re-release. Where Rolex kind of does it simultaneously. So, previous years I'd be able to come up with a bunch of different combinations that I hoped or wished or thought would be amazing to release, but this year, I don't even know what to say anymore. Just when you think you got it all figured out, they give a curveball. And I think the ultimate curveball this year would be to not release anything.
maybe it's time to hit us with a Rose Submariner with meteorite dial, being that, you know, meteorite for the win with everything. At this point, there's 100,000 combinations that we can come up with, from Oyster Flex Submariners to Jubilee Daytonas to Platinum Sky Dweller. I mean, it's just a play on materials and parts that they already have and colors of dials. The reality is, what are they gonna come out with? Who freaking knows anymore? It's already gotten to that point that we don't even know what's gonna come out anymore. So the only thing that I can hope for is, like I said earlier, is nothing. I think that would be the best. Just leave it right where it is. So feel free to comment below what you think about these rumored leaks and what do you think they're gonna come out this year in 2022. Stell dir mal vor, die würden irgendwie so Tiffany-Dial rausbringen. Ey, das wäre wirklich, also da würde ich den Verstand, da würde ich den glauben. Vor allen Modellen. Sagen wir zum Beispiel, würde jetzt eine Submariner oder eine GMT mit Tiffany-Blatt oder mit Bezel machen. Da würde ich sagen, aber jetzt genug. Jetzt reicht's immer. Was macht ihr mit dieser Farbe? Überall Tiffany. Jede Marke, überall Tiffany.